Hi zusammen, wir machen heute eine neue Folge wie vom Bäcker. Es gibt ja schon einige Rezepte, bei denen ich Dinge nachmache, die dann so schmecken wie vom Bäcker, also so die Klassiker. Kann ich euch mal eine Playlist hier unten verlinken. Und wir machen heute Käsebrötchen wie vom Bäcker. Die könnt ihr zum Frühstück snacken, mit in die Uni nehmen, in die Schule, mit zur Arbeit oder einfach, weil ihr Bock drauf habt. Hier jeden Morgen vor der Schule, oder? Ich auch. Oder nach der Schule. Käsebrötchen war voll mein Ding. Meine Mutter hat mir immer Käsebrötchen gekauft, wenn sie es nicht geschafft hat, mir ein Brot zu schmieren. Und wenn sie Brot geschmiert hat, dann gab es immer Frischkäse. Weißt du, was ich mal gemacht habe? Ich weiß nicht, ob du das auch schaffst, aber immer diese Kruste am Rand. Ja, Sigi, hallo, die Kruste war das Beste. That's my girl. Ja, Mann. So, wir fangen jetzt direkt an. Ganz genaue Mengenangaben stehen unten in der Videobeschreibung. Ich starte jetzt direkt. Ich habe hier ganz normales Mehl, Typ 405. Da gebe ich jetzt Salz rein. Ich gebe auch Zucker dazu. Zucker hebt auch nochmal den Geschmack und rundet das Ganze schön ab, falls ihr euch wundert, warum. Dann nehme ich heute Trockenhefe. Ihr könntet auch frische Hefe nehmen. Falls ihr frische Hefe benutzt, dann müsst ihr das vorab mit dem lauwarmen Wasser verrühren. Ich muss das jetzt nicht. In meinen Teig kommen jetzt erst die trockenen Zutaten. Ein bisschen verrühren mit dem Schneebesen. Und jetzt mache ich mit den Händen weiter. Ich benutze auch extra nicht die Küchenmaschine, damit Leute, die keine Küchenmaschine da haben, sehen, wie einfach das geht. So, jetzt habe ich hier lauwarmes Wasser. Dann gebe ich da Öl dazu und dann wird verknetet. So, jetzt habe ich den Teig 4-5 Minuten lang mit den Händen erst in der Schüssel, dann auf der Arbeitsfläche durchgeknetet. Und ihr merkt auch, der ist mega geschmeidig, der klebt überhaupt nicht. Ich forme ihn jetzt so halbwegs zu einer Kugel und dann gebe ich ihn zurück in die Schüssel. Die werde ich jetzt ein bisschen fetten, weil ich jetzt einfach nicht noch mehr Mehl möchte, damit der Teig auch geschmeidig bleibt, nicht austrocknet. Ich nehme jetzt hier mein Backspray oben auf die Oberfläche, das ist sogar noch wichtiger. So, ihr Lieben, jetzt zugedeckt, 45 Minuten lang ruhen lassen. Der Teig sollte dann schön aufgehen und dann geht es schon weiter und das ist ein wirklich sehr schnelles Rezept. Daher wird das Video, glaube ich, auch nicht so lange gehen, ne? Ich denke mal nicht. Okay, bis gleich. So, nach der Ruhzeit nehmen wir uns den Teig auf die Arbeitsfläche und teilen ihn mit der Teigkarte durch 6. Und dann könnt ihr es direkt auf das Backblech tun. Ich habe das Backblech vorher eingefettet. Wichtig ist, dass ihr euren Teig zu Kugeln rollt und auf dem Backblech nochmal ganz leicht andrückt. Und so müssen sie jetzt nochmal ruhen. Die Entspannung ist sehr, sehr wichtig bei dem Teig, damit der später auch richtig schön gut schmeckt und fluffig wird. So, jetzt decke ich das nochmal zu. Diesmal nur 15 Minuten und dann bestreiche ich die Teiglinge mit Ei und bestreue sie mit Käse, mit reichlich Käse. Die Käsebrötchen werden jetzt im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 18 Minuten gebacken. Und wenn ihr sie schön weich lassen wollt, also schön weich beibehalten möchtet, dann am besten direkt in einen Stoffbeutel verpacken. Also Hauptsache in irgendwas Luftdichtem, damit sie nicht austrocknen, weil so sind sie jetzt noch mega, mega weich und noch warm. Und ich mag immer erstmal außen die Kruste hier abzumachen und zu essen. Und dann esse ich das ganze Brötchen. Ich mache mal auf. Zeig mal. So sieht's aus. Also genauso mag ich den Teig, schön saftig. Bei mir kommt ja immer Öl mit rein bei Käsebrötchen. Und ich lasse es mir jetzt einfach mal schmecken. Das ist tatsächlich mein Mittagessen. Vielleicht mache ich mir noch was dazu. Du hast immer meinen Traum erfüllt, Käsebrötchen zu Hause machen. Ja, Käsebrötchen, also ich mache die nur noch zu Hause, seit Jahren ich schon. Ich habe es auch noch nie gegessen von meiner Mama oder so. Echt? Meine Mama hat auch nie Käsebrötchen alleine gemacht. Aha. Also nicht, dass ich wüsste. Und? Erzähl weiter, ich esse so lange. Unbedingt nachmachen, richtig, richtig lecker.
Okay, So, zu Ende gegessen. Jetzt habe ich zu Ende gegessen. Jetzt kommt noch ein richtiges Outro. Also ganz viel Freude beim Nachmachen. Hinterlasst mir unbedingt ein kostenloses Abo, falls ihr es noch nicht schon längst getan habt. Und bitte, bitte schreibt mir in die Kommentare, welches Rezept ich wie vom Bäcker als nächstes für euch nachmachen soll. Dann mache ich mich daran und wir lassen uns das jetzt schmecken. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss.